Willkommen an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. Mein Name ist Oberst Markus Reisner, ich bin der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung und heute wollen wir uns in einem neuen Video ansehen, wie sich die derzeitige Situation im Donbass darstellt. Was wissen wir und was können wir bereits sagen über den Verlauf der Schlacht um den Donbass? Als erstes kurz eine Orientierung. Was geschah in den letzten Wochen? In den letzten Wochen war es der Fall, dass die russische Offensive im Norden der Ukraine gescheitert ist und es zu einer Verlagerung der russischen Kräfte in den Osten kam. Hier wurde von russischer Seite ausgedrückt, dass das neue Ziel der Operationsführung die Einkesselung der ukrainischen Streitkräfte im Donbass sei. Das heißt, das Schwergewicht der letzten Wochen war im Prinzip die Kampfführung der russischen Seite hier im Donbass, dem jetzt von ukrainischer Seite versucht wird, entgegenzuhalten. Eine Operation kann man in 3 Phasen unterteilen. Die erste Phase ist die sogenannte Vorbereitungs- oder Shaping Phase. Diese Vorbereitungsphase hat sich dadurch ausgedrückt, dass die russische Seite versucht hat, um die 50.000 bis 60.000 Soldaten, die bereits geschwächt waren von den Kämpfen im Raum Kiew, über 1000 Kilometer mit Eisenbahn zu verlegen in den Osten der Ukraine und dort die Voraussetzungen zu schaffen für die Einsatzführung. Während dies geschah, Ende März, Anfang April, hat man weiters versucht zu verhindern, dass die ukrainische Seite in Vorbereitung auf diese Schlacht Kräfte nachführt. Das heißt, man hat mit Luftangriffen versucht, diese Versorgungslinien zu unterbrechen. Die entscheidende Phase hat dann knapp Mitte April begonnen und das war der Versuch der russischen Seite, die Kräfte der Ukraine an der Kontaktlinie einzukesseln. Es gab hier 2 Optionen, eine Umfassung in der Tiefe, angelehnt an den Dnepr, oder eine kurze Umfassung, und es kristallisiert sich heraus, dass wir in den letzten Tagen diese kurze Umfassung sehen, wo also mit einer nördlichen Zange und Kräftebereitstellung und einer südlichen Zange und Kräftebereitstellung man versucht, diese ukrainischen Kräfte zu umfassen. Nun haben wir Anfang Mai und die Situation ist die, dass offensichtlich dieser russische Angriff nicht den Verlauf nimmt, den man erwartet hat. Wir sehen zwar, dass an mehreren Stellen der kurzen Umfassung es Erfolge der russischen Seite gibt, aber offensichtlich ist der ukrainische Widerstand so groß, dass es nicht zu einem Durchbruch und einem Vorstoß in die Tiefe kommt. Und warum? Das wollen wir uns jetzt im Detail ansehen. Wenn wir uns ansehen den russischen Vormarsch, so erkennen wir zwar, dass sie gemäß russischer Doktrin vorgehen, das heißt Einsatz quasi der Kräfte überlegt, auch abgestimmt aus den verschiedenen Fähigkeiten, wie zum Beispiel Artillerie oder Luftunterstützung, aber trotzdem ist es nicht so, dass die russischen Kräfte rasch Gelände gewinnen, das sie brauchen, um dann in die Tiefe vorstoßen zu können. Wir nehmen nun 4 Faktoren, anhand derer wir uns die Situation ansehen. Der erste Faktor ist das Gelände selbst. Wir erkennen also hier, dass im zentralen Raum des Kessels an 4 Stellen der Vormarsch passiert, beziehungsweise auch parallel dazu weiter im Südwesten ein Vormarsch zumindest begonnen worden ist. Wenn wir uns das Gelände ansehen, so erkennen wir, dass erstens die ukrainische Seite sich offensichtlich in mehreren tief gestaffelten Verteidigungslinien eingerichtet hat. Das heißt, man geht davon aus, dass zum Beispiel im Kessel selber es zumindest 3 Verteidigungslinien gibt, die quasi hier die russische Seite aufhalten. Der nächste Faktor des Geländes, der einschränkend für die russische Seite ist der Bewuchs und auch die Struktur des Geländes. Man erkennt es hier sehr gut. Die Russen haben also eine Zeit lang gebraucht, um aus diesem Raum, der einerseits bewaldet ist, beziehungsweise auch von einem Fluss durchflossen wird, entsprechend heraustreten zu können, um dann quasi die nördliche Zange zu entwickeln. Eine Situation wie auch im Westen, wo also der Dnepr ganz klar die nächste starke Verteidigungslinie darstellt. Als zweiten Faktor sehen wir uns nun die Kräfte an und die Kräftegegenüberstellung. Auf dieser Skizze kann man erkennen, dass auf ukrainischer Seite insgesamt 27 Brigadeäquivalente bereitgestellt sind. Eine Brigade der ukrainischen Streitkräfte hat in etwa 3 Bataillone, das heißt, wir reden von insgesamt 81 Bataillonen, die sich hier befinden. Auf der russischen Seite gehen die westlichen Medien, aber auch die westlichen Nachrichtendienste davon aus, dass wir 93 bataillonstaktische Gruppen im Einsatz haben. Das heißt, wir haben ein Verhältnis von 81 zu 93. Wenn wir uns die Situation in dem sich möglichen Kessel ansehen, dann sehen wir das Verhältnis von 48 Bataillonen zu 68 Bataillonen. Das heißt, das Verhältnis, das der Angreifer braucht, nämlich quasi 1 zu 4, wird von russischer Seite nicht erfüllt. Denn bei näherer Betrachtung stellt man fest, dass die Kräfte in etwa gleich sind, beziehungsweise die ukrainische Seite auch den Vorteil hat, dass ihre Kräfte massiv eingegraben sind. Ein weiterer Faktor spielt die Zeit. Um eine Operation rasch und zielgerichtet entwickeln zu können, ist es ganz entscheidend, schnell zu agieren. Hier war das Problem der Russen, wenn Sie sich jetzt zurückerinnern an das Gelände,
dass sie am Beginn Zeit brauchten, um aus dem schwierigen Gelände heraustreten zu können, um sich bereitzustellen für diesen Angriff, der vorgesehen war, in Richtung Süden. Wir kennen das hier am Beispiel von Isium. Isium ist eine kleine Stadt, die eingebettet ist zwischen zwei schwierigen Geländeteilen, die vor allem bewaldet sind und zusätzlich noch die Herausforderung hat, dass ein Fluss, das Swerske Donezk, durch diesen Raum fließt. Das heißt, die ukrainische Verteidigung hat sich an dieses Gelände angelehnt. Der erste Angriff der Russen wurde abgewehrt. Es hat also zeitlang gedauert, bis dann die russische Seite durch dieses bewaldete Gebiet, das eigentlich für den Einsatz von mechanisierten Kräften nicht geeignet ist, umfassen konnte, zwei Pontonbrücken gelegt hat und dann von hier aus weiter angetreten ist und es tatsächlich geschafft hat, die ukrainische Seite in der Tiefe zu umfassen und zu zerschlagen. Erst dann waren die Voraussetzungen geschaffen, sich hier bereitzustellen für einen weiteren Angriff Richtung Süden. Das hat aber natürlich Zeit gekostet, die in der Operationsführung gefehlt hat. Nach der Umfassung und dem Legen der Pontonbrücken war es möglich, Kräfte quasi über den Fluss in einen Bereitstellungsraum zu bringen. Dazu haben natürlich einerseits Kampfpanzer, aber auch motorisierte Elemente gezählt, aber natürlich auch die Artillerie als solches. Dieser Bereitstellungsraum wurde erweitert und man hat begonnen, dann entsprechend diesen Angriff Richtung Süden durchzuführen. Der nächste Faktor, der entscheidend ist, ist Information. Die russische Seite versucht laufend, sich ein Lagebild über den Einsatz der ukrainischen Kräfte zu schaffen. Dazu werden vor allem Drohnen eingesetzt. Es gelingt den ukrainischen Kräften immer wieder, diese Drohnen abzuschießen, wie zum Beispiel hier dieses System Orlan 10, was es für die Russen schwierig macht, sich tatsächlich ein Lagebild zu verschaffen und vor allem die eigene Kampfunterstützung, also die Artillerie, zielgerichtet einzusetzen. Besonders das Lagebild ist für die russische Seite, denn der Einsatz der Kräfte orientiert sich natürlich an der Positionierung der ukrainischen Streitkräfte. Wir sehen hier ein Beispiel einer ukrainischen Stellung, einmal mit vorgelagerten Schützengräben, aber auch hier in der Geländekante mit zusätzlichen Schützengräben und auch Unterständen. Die russische Seite versucht nun, diese Positionen aufzuklären und gezielt mit Artillerie zu beschießen. Die relativ leichten ukrainischen Kräfte hingegen können bei einem Vorstoßen der russischen Kräfte mit zum Beispiel Panzerabwehrwaffen relativ leicht die russische Seite schwer treffen und abnützen. Das heißt, man erkennt, dass die ukrainische Seite die letzten Jahre genützt hat, sich hier massiv einzugraben. Zusätzlich ist es so, dass es immer wieder zur sogenannten mobilen Verteidigung kommt. Das heißt, vor einem Artillerieschlag versuchen die Ukrainer auszuweichen oder in die Unterstände zu gehen und dann erst beim Antreten der Russen die Stellungen wieder zu beziehen und entsprechend einen Abwehrerfolg zu erzielen. Die Russen versuchen, dieser Taktik der Ukrainer entgegenzuwirken, indem sie massiv Artillerie einsetzen. Einerseits haben wir immer öfters den Einsatz dieser thermobarischen Raketenwerfer vom Typ TOS-1 oder TOS-1 Alpha, aber auch von Mehrfachraketenwerfern vom Typ BM-30 oder BM-27. Nach diesem vorbereiteten Artilleriefeuer, erst dann wird versucht, quasi mit mechanisierten Kräften unterstützt von Infanterie langsam vorzumarschieren, hat aber natürlich die Herausforderung, dass die überlebenden Kräfte der ukrainischen Seite mit diesen Panzerabwehrwaffen den Russen immer wieder Verluste beibringen können. Wir wissen auch, dass die ukrainische Seite vermutlich in der Tiefe Kräfte bereitgestellt hat, wenn die russische Seite tatsächlich einen Durchbruch erzielen sollte, um diesen Durchbruch anzugreifen, also die nördliche oder die südliche Zange. Dazu brauchen sie einerseits Panzer, aber auch Schützenpanzer, beziehungsweise auch andererseits die Fähigkeit, diese Kräfte einen Angriff durchführen zu lassen. Darum ist die Lieferung von diesen Gepard-Panzern so wichtig, denn nur durch den Einsatz der Gepard-Panzer würde es gelingen, die russische Seite daran zu hindern, diesen Angriff aufzuhalten. Denn der Vorteil der russischen Seite ist, sie haben die Luftüberlegenheit im Donbass. Das heißt, sie erleiden zwar immer wieder Verluste, aber sie können, wo sie möchten, mit ihren Kampfflugzeugen und Kampfhubschraubern zuschlagen. Das heißt, ein derartiger Gegenangriff der ukrainischen Seite kann nur funktionieren, wenn es gelingt, die russische Seite daran zu hindern, ihn zu zerschlagen. Auf russischer Seite werden eingesetzt Erdkampfflugzeuge vom Typ Su-25, aber auch Kampfhubschrauber. Das heißt, durch die mitgeführten FLA-Systeme der ukrainischen Seite wäre es möglich, diese so zu neutralisieren, dass dieser ukrainische Gegenangriff tatsächlich an Raum gewinnen kann. Die Frage ist nun, wenn wir uns diese Situation ansehen, wie wird die Situation sich in den nächsten Wochen weiterentwickeln, beziehungsweise wer entscheidet möglicherweise diese Schlacht für sich? Es gibt einige Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen. Ich habe schon betont die Bedeutung von Artillerie. Wir haben auf der einen Seite, auf der russischen Seite, den massiven Artillerieeinsatz,
dem man jetzt von ukrainischer Seite versucht entgegenzuwirken. Und man erkennt, dass gerade die Waffenlieferungen von westlicher Seite, ob das jetzt als Beispiel gezogene Geschütze sind wie aus den USA oder auch motorisierte Einheiten auf Rädern oder Selbstverlaufette, genau in diese Richtung zielt. Also Artilleriesysteme den Ukrainern zur Verfügung zu stellen, um die russischen Artilleriesysteme auszuschalten. Der zweite Faktor, der hier ganz wesentlich ist, dass wir im Prinzip auf beiden Seiten diesen Versuch erkennen können, nämlich auch die russische Seite versucht durch das Heranführen von zusätzlichen Artilleriesystemen, einerseits Mehrfachraketenwerfern, aber auch schwerer Belagerungsartillerie, wie zum Beispiel von diesen 203 mm Geschützen, versucht die ukrainische Seite sukzessive abzunützen, in der Hoffnung, sie so abzunützen, dass sie, bevor quasi die westlichen Waffensysteme eintreffen, einen entsprechenden Angriff durchführen kann, der durchbricht. Es gibt natürlich noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel, wenn es der russischen Seite tatsächlich gelingen sollte, zum Beispiel im Norden bei Isium durchzubrechen, könnte es sein, dass wir den bereits angekündigten Einsatz von Kamikaze-Drohnen sehen, der dann diesem Vorstoß der russischen Seite ein Ende setzt. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass die russische Seite versucht, es zu unterbinden. Das heißt, sie konzentriert sich nicht nur auf den Donbass, sondern versucht vor allem in der Tiefe des Landes die Waffenlieferungen in den Donbass zu unterbrechen. Sie setzt dabei ihre Luftstreitkräfte ein, wie zum Beispiel diese MiG-31 mit diesem Kinschal-Hyperschall-Flugkörper oder auch unterschiedlichste Systeme, ballistische Raketen, aber auch von Cruise Missiles, die wir täglich seit dem 24. Februar im Einsatz sehen. Ein gutes Beispiel für diese Absicht haben wir in den letzten 10 Tagen gesehen. Immer wieder hat die russische Seite versucht, in der Tiefe des Landes ganz gezielt vor allem die Struktur der Eisenbahneinrichtungen zu treffen, indem sie die Umspannwerke und Trafostationen der ukrainischen Seite angegriffen haben, in der Hoffnung, aufgrund des nicht mehr verfügbaren elektrifizierten Netzes eine Reduktion der Transporte zu erfüllen, weil die ukrainische Seite, dadurch, dass sie ihre Elektroloks nicht mehr benutzen kann, auf Dieselloks zurückgreifen muss. Interessant waren vor allem die Angriffe in den letzten Tagen, wo zum Beispiel auch bei einem Tunnel in den Beskiden ganz gezielt versucht worden ist, die dortige Trafostation für die Versorgung zu unterbrechen. Das heißt, man kann also hier klar erkennen, die Absicht der Russen, hier entsprechend durch Interdiction zu verhindern, dass diese westlichen Waffensysteme rechtzeitig zur Schlacht im Donbass eintreffen. Nach dieser Lagedarstellung möchte ich kurz einen Blick in die Vergangenheit werfen und versuchen, anhand eines historischen Beispiels einen Rückschluss darauf zuzulassen, wie diese Situation sich möglicherweise in den nächsten Tagen und Wochen weiterentwickeln kann. Tatsächlich ist es so, dass im selben Raum 1943 es bereits zu einer Kesselschlacht gekommen ist, nämlich die berühmte Schlacht von Kursk, das deutsche Unternehmen Zitadelle, das nördlich von Charkiw stattgefunden hat. Hier war es so, dass die sowjetische Seite einen Frontvorbogen Richtung Westen gehalten hat und die deutsche Seite versucht hat, in einer Zangenbewegung aus dem Norden und aus dem Süden dieses sowjetische Kräftedispositiv einzukesseln. Die Situation heute ist sehr ähnlich. Südlich von Charkiw haben wir ebenfalls einen Frontbogen, diesmal der ukrainischen Seite in Richtung Osten, und die russische Seite versucht in 2 Zangenbewegungen aus dem Norden und aus dem Süden dieses ukrainische Kräftedispositiv einzukesseln. Wenn wir uns den Ausgang der Schlacht von Kursk 1943 ansehen, so sind sich die Historiker einig, dass es im Wesentlichen 3 Faktoren waren, die diese Schlacht für die sowjetische Seite entschieden haben. Der erste Faktor war, dass die sowjetische Seite sehr genau wusste, wo und zu welcher Zeit diese deutschen Angriffe stattfinden werden. Man nimmt an, aufgrund der Entschlüsselung einer deutschen Chiffriermaschine vom Typ Enigma. Der zweite Faktor war, dass die sowjetische Seite sich monatelang sehr exakt auf diesen Angriff vorbereitet hat und Verteidigungsstellungen in der Tiefe, vor allem in den Flanken, errichtet hat zur Abwehr des deutschen Angriffes. Und der dritte Faktor war die Verbissenheit der sowjetischen Soldaten beim Kampf bzw. bei der Abwehr dieser deutschen Angriffe. Und am Ende musste die deutsche Seite diese beiden Zangenbewegungen abbrechen und die sowjetische Seite konnte die Schlacht für sich entscheiden. Wenn wir diese Situation in den Donbass übertragen, so sehen wir, dass diese 3 Faktoren offensichtlich auch hier zur Anwendung kommen. Der erste Faktor ist, dass offensichtlich die ukrainische Seite sehr genau Bescheid weiß über die Art und Weise der russischen Angriffe. Der zweite Faktor ist, dass die ukrainische Seite sich sogar jahrelang vorbereitet hat und tief gestaffelte Verteidigungsstellungen eingerichtet hat, in Erwartung des russischen Angriffes. Und der dritte Faktor, unbestritten seit Beginn der Angriffe auf die Ukraine, die Verbissenheit der ukrainischen Soldaten, die quasi jeden Meter Boden verteidigen, mit der Absicht, die russische Seite so abzunützen, dass dieser Angriff schlussendlich scheitert und nicht den Erfolg bringt, den sich die russische Seite erwartet.
Zum Schluss möchte ich Ihnen diese Videosequenz und dieses Standbild aus dieser Sequenz zeigen. Sie erkennen hier die Situation der ukrainischen Soldaten im Donbass. Wir sehen eine Schützengrabenlinie, die sich quasi von Nord bis Süd zieht. Wir erkennen Krater von den Einschlägen der russischen Artillerie in den letzten Tagen, beziehungsweise sehen wir hier auch gerade den Einschlag einer russischen Artilleriegranate. Die ukrainischen Soldaten, die wir hier erkennen können, versuchen quasi diesen Einschlägen auszuweichen, indem sie in den Schützengräben Schutz suchen. Dieses Bild soll Ihnen zeigen, dass wir eine Situation haben, die sehr an den Ersten Weltkrieg erinnert, Verdun 1916, also einen Stellungskrieg, wo beide Seiten versucht haben, durch den massiven Einsatz von Artillerie sich abzunützen. Die russische Seite versucht, die Stellungen der Ukrainer zu zerschlagen, um angreifen zu können. Die ukrainische Seite versucht, die Russen so abzunützen, dass dieser Angriff nicht mehr möglich ist. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen und ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.